Was geht ab? Wir sind heute wieder hier am VR38 vom GTR. Heute geht es daran, Getriebe ist ja alles schon drin. Gehen wir gleich hin. Heute geht es an den Motor. Wir werden heute Lager reinhauen, dann werden wir wahrscheinlich mal die Welle Probe stecken, alles mal vermessen, damit das auch passend ist. Und ich würde sagen, dann geht's weiter. Dann kommt das gute Stück wieder irgendwann ins Auto. Da kriegen wir hoffentlich mal ein bisschen Dampf auf die Kette. Kommen wir gehen mal zum Getriebe. Ladeluftkühler hat der große Mann auch schon eingebaut. Wunderbar. Ich war natürlich währenddessen mal wieder irgendwo in der Südsee. Sieht alles super frisch aus. Dann gehen wir mal runter. Hier ist natürlich noch nichts drin, aber das kommt. Und natürlich das schöne Getriebe. Dotzen 1 bis 6. Alles vom Feinsten. Große Dotzen-Kupplung, natürlich schön abgedreht, die ganzen Körbe, damit das auch ja nie wieder passen wird. Wie gesagt, das Ding soll richtig jaulen und dann können wir richtig Dampf fahren, hoffentlich. Das Getriebe ist auf jeden Fall, wie gesagt, Dotzen 1 bis 6 gemacht, Heavy Duty Gearset, ne? Habe ich komplett aufgebaut. Das Schöne bei dem Dotzen Gearset ist, dass du halt teilweise schräg verzahnte und teilweise auch gerade verzahnte Gänge hast. Ganz lustig zu fahren später, wenn du merkst, oh, der Gang ist relativ leise und dann der nächste macht richtig Krach. Thema bei dem Gearset ist, dass es die neueste Generation ist. Die haben am Ende nicht mehr so eine verschraubte Circle-Welle, sondern das ist ganz Neues. War ein bisschen tricky, da die Informationen zu bekommen, aber hat alles am Ende funktioniert. Körbe zum Beispiel auch, das macht Dotzen ganz anders, wie zum Beispiel XM oder Linne, die verkaufen ja auch Körbe und Kupplung und sowas. Das sind Dotzen 8+8 Scheibenkupplung. Da muss für die Körbe, damit das alles passt, muss tatsächlich der Turm von der Kupplung selbst, da muss erstmal was runtergedreht werden. Also ist schon so ein bisschen, sagen, nicht 0815, dass du einfach Teile auspackst und reinbaust, sondern muss was nachbearbeitet werden. Ne? Aber sonst, also bei mir im GTR ist das PPG. Ich ärgere mich, dass ich PPG verbaut habe. Also, weil PPG und Dotzen das gleiche Geld kosten. Dotzen ist 10 Millionen mal geiler, ne? Also, die Gangräder von der Qualität her besser, nochmal deutlich breiter. Haben die einfach dadurch auch bewirkt, dass verschiedene Sachen oder verschiedene Bauteile noch bei diesem Dotzen Gearset dabei sind. Zum Beispiel wie eine Schaltklaue. Dann Circlips sind alles schon dabei. Dann ist noch der Getriebefilter dabei und sowas. Also, es ist bei diesem Dotzen-Kit sind einfach schon so viele Sachen noch dabei, die du eigentlich bei einem anderen Kit noch zusätzlich kaufen musst, dass das gleiche Geld kostet. Deswegen, also ich hätte auch Dotzen verbauen sollen. Mal gucken. Ich denke auch, dass das Dotzen deutlich mehr aushält von der Leistung. Aber so jetzt. Dotzen lohnt sich preis-leistungsmäßig, das Ganze, ne? Ja, denke ich mal schon, genau. Und da, also wir gucken mal, wenn es dann fährt, wie sich's fährt, ne? Genau, hier Ladeluftkühler ist von Wagner. Carbon-Luftführung. Sieht jetzt so alles super schön aus. Also du siehst das, man sieht nicht, dass das verstärkt ist, ne? Oder dass es vergrößert ist. Der Ladeluftkühler geht jetzt, wenn du rauszoomst, der geht es bis hier oben, ne? Der Originale, der geht nur von hier bis hier vorne. Du musstest dafür natürlich hier hinten einiges von dieser Kunststoffhalterung für die Ladeluftkühler musste einiges weggeflext werden und so oder durchgeflext werden und angepasst werden. Also es ist schon eine gewisse Arbeit, aber wenn man es vernünftig macht, sieht es ja heute auch richtig geil aus und wir hoffen mal, dass die Kühlleistung dafür passt, ne? So. Und jetzt zu dem Motor. Kannst du noch ein bisschen was erzählen, was du so für Teile was ist denn heute das Thema? Also Heute ist das Thema Kurbeltrieb und wir werden mal ein bisschen zusammenstecken. Mal gucken, was da so geht. Die Teile kamen letzte Woche wieder vom Bearbeiten zurück. Also die Welle wird natürlich gewuchtet, Schwermetallstopfen eingesetzt, damit das auch alles passend ist mit dem höheren Gewicht von der Kolben-Pleuel-Paarung, damit wir auch keine Unwucht haben. Dann die Köpfe noch. Die wurden natürlich auch bearbeitet. Die Sitze wurden einmal gefräst. Die Nockenwellen sind natürlich auch neu, weil wir da auch gut Dampf mitfahren wollen. Siehst du hier auch am Nockenprofil, der hat natürlich schon asozial aus. Turbo-Kit ist angekommen. Die dicken Ballermänner. Was sind das für Turbolader? Das ist ein Boost Logic Kit, Boost Logic Ultra Spool, G30 660 Rumpfgruppe, also ordentlich gut was dabei. Das Geile ist, bei dem Kit auch hier, nicht auf Originalkrümmer, also nicht GTR Originalkrümmer, was ja dann immer gemacht wird, es wird der originale Krümmer genutzt. Dann wird das Abgasgehäuse aufgedreht bis zum geht nicht mehr, dann wird es hier aufgeschweißt, weil du sonst einfach nicht diese große Turbine reinkriegst, sondern die haben einfach komplett ein eigenes Abgasgehäuse, was aber auch an die originalen Flanschen natürlich dran passt, an die originalen Downpipes, zweiteiligen Split Manifold Design, das ist schon auf jeden Fall richtig geil gemacht, genau. Dann kommen gleich jetzt noch die Lager rein, Auflager erstmal alles zusammenstecken, Welle rein. Wir fahren Manley, Kolben und Pleuel, die 300M Pleuel, die sollten gut was aushalten. Und die 625 EGR aus der Manley-Serie und mit ACL-Lager, die wir da gleich reinwerfen. Was für ein 300M Pleuel? Heavy Duty. Heavy Duty. Für ordentlich, damit kannst du bis zum Mond fliegen. Heavyweight oder wie heißen die? Ja, sackschwer die Dinger. Aber naja. Ja, sollte gut was aushalten. Ich glaube, ein Pleuel, ich glaube, das Pleuel war, was war das, schwerer als Original? Ich glaube 70, 80, 90
Gramm mehr als ein Original-Pleuel. Und wenn du die normalen Pleuel, die 300M oder die normalen Schmiedepleuel halt verbaust, die sind, glaube ich, geringfügig, nur schwerer. Oder da tut sie nicht ganz so viel. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber diese Heavyweight, ey. Das ist Schwungmasse, ne? Das geht schon ab. Ja, dann würde ich vorschlagen, dann melden wir uns gleich, ne? So machen wir es. Ja, hier sind noch viele Originalteile. Also du machst natürlich auch Ketten und sowas, machst du alles neu, ist ja klar. Wasserpumpe ist hier zum Beispiel drin. Motordichtsatz komplett mit neuen Kopfdichtungen. Originale. Die werden aber natürlich ausgetauscht gegen verstärkte. Da kommen ja, HKS-Kopfdichtungen rein. Dann Hauptlagerschrauben und Kopfschrauben. Ne? Also die für den Hauptlager sind gar nicht so der Kostentreiber. Und die Kopfschrauben bei GTR, das ist echt krank. Da sind diese 625 plus. Ich meine 1200 € oder sowas kosten die offiziell. Das ist ja unglaublich. Ne? Dann Speed Density Kit, ne? Weil du fährst ja nicht mit original Luftmengenmesser, sondern wie gesagt dann Speed Density. Hier ganz viele Originalteile. Lagerschein, ACL. Lagerschein, ACL. Ja. Gibt es da irgendwie auch Alternativen oder? Ja, gibt da mehrere Hersteller, ne? Ich weiß gar nicht, was man da. King gibt's ja noch, ne? So, King Racing. Ja, genau. Okay, die müssen jetzt rein oder? Ja, genau, dann fangen wir jetzt damit an. Wir wollten uns mal reinbauen und dann messen wir die mit Plastikgeld, messen wir die durch, ob das passt, ne? Konstantin reinigt gerade noch die andere Seite vom Block. So. Hier ist schon eine Verbaunase, ne? Das ist natürlich zum Positionieren schon gut gemacht, ne? Genau. Dann Deckel drauf, anziehen und mal gucken. Und dann das Plastikgauge dann ja, genau. Habe ich aber auch noch nie gemacht mit Plastikgauge. Ich mache es eigentlich mal mit Feinmessuhr, aber wir machen das jetzt mal mit Plastikgauge. Warum nicht mit der Feinmessuhr oder was ist der Grund? Ist einfach da eine Methode oder? Ja gut, mit Feinmessuhr gehe ich ja durch, mit Innenfeinmessuhr und dann kann ich ja hier die ganzen Bohrungen bestimmen vom Lager, ne? Ja. Also wie viel ich habe. Ich mache das ja bei den 306 CT Diesel immer so. Und Kugelwelle kannst du dann eigentlich auch mit der Feinmessuhr kannst du dann ja vermessen, was du vom Außendurchmesser hast und dann die Differenz ist dann ja halt das Lagerspiel, ne? Aber wir machen es jetzt mal mit Plastikgauge, das ist so machen es. Dann würde ich vorschlagen, melden wir uns, wenn wir dann beim Messen sind, ne? Genau! Trocken rein. Machen wir immer so. Nein, Quatsch. Weil wir machen jetzt ja den Plastikgauge-Test. Da müssen wir noch ein bisschen drehen, weil ich glaube, wir können schlecht auf einer Stelle, wo eine Bohrung sitzt, messen. Ne? So, hier haben wir jetzt überall eine schöne Linie. Können wir uns hier und hier einen Streifen auflegen. Und dann messen wir mal. Und reinschmeißen mit Zum Gürtel. Gut. 95? Top. So, jetzt knackig. Was ist jetzt passiert? Was habt ihr gemacht? Jetzt haben wir einfach endfest gezogen auf das Drehmoment von 95 Newtonmeter, also die 16 Schrauben. Jetzt ist der Plastikgauge, muss sich jetzt so deformiert haben. Also es ist ja letztendlich, haben wir jetzt das finale Lagerspiel oder so das finale Anzugsdrehmoment und dadurch ergibt sich ja das finale Lagerspiel. Alles ist so festgezogen, wie es später im Betrieb ist. Und jetzt machen wir es einmal auf, gucken, was sagen unsere Wachsstreifen und dann sehen wir, ob alles in Ordnung ist oder nicht. Und jetzt wieder anlösen. 0,038. Ja. Passt das schon. Bin gesetzt. Was soll da für Zeugs rauskommen? Morgen früh um 10 hörst du so. Was geht? Welle ist drin. Alles soweit in Ordnung. Also Bedplate ist auch angezogen. Kannst du gut drehen. Ist alles schön gleichmäßig. So wie es auch sein soll. Was wir sonst noch gemacht haben. Kolben und Pleuel verbunden. Quasi mit den schönen Kolbenbolzen. Wiegt natürlich ordentlich was. Soll aber auch gut was aushalten. Und das Ganze ist jetzt bereit für den Einbau. Dann die Ringe gappen, damit das auch alles passend ist mit dem Spiel. Und dann würde ich behaupten, ist der Rumpf auch schon fast fertig.
Und da sind wir doch ein gutes Stück weitergekommen, oder? Aber ich glaube, das mit dem Coinbring, das kommt das nächste Mal, ne? Das kommt in der nächsten Episode. Alles klar. Gut.